Hi Leute, willkommen zu einer besonderen Ausgabe von Lucky Recipes. Wir zeigen euch heute ein paar grundlegende Gewürze aus Indien, die ihr auf jeden Fall in der Küche haben solltet. Schaut mal, ich habe hier meine Masala Dabba. Da machen wir unsere Lieblingsgewürze rein. Und wir beginnen mit Kurkuma, oder? Genau, Kurkuma ist eines der wichtigsten Gewürze in Indien. Kurkuma kennt man in Deutschland auch unter dem Namen Gelbpuder oder gelber Ingwer. Früher hat man es auch indischer Safran genannt, weil es eben eine sehr, sehr günstige Möglichkeit war, das Essen gelb zu färben. Man nennt es gelber Ingwer, weil das Gewürz auch aus der Familie der Ingwerknollen kommt. Ihr seht das hier dran sehr schön, sieht aus wie ein Ingwer. Aber wenn ihr es aufmacht, seht ihr die schöne orange Farbe. Für das Pulver selbst wird das dann zerrieben in einem Mörser und getrocknet und so stellt man dann das Pulver her. Kurkuma ist anscheinend super, super gesund und deshalb ist es auch in jedem Gericht drin. Kurkuma macht das Essen haltbarer. Es ist ja sehr, sehr antiseptisch. Es können sich keine Keime bilden. Und weil das Essen, man hatte ja keinen Kühlschrank früher, hat man eben in jedes Essen Kurkuma gemacht. Und man hat festgestellt, dass es ja auch innerlich sehr gesund ist. Kurkuma soll gut sein gegen Blähung, Kurkuma soll gut sein gegen Entzündung, Kurkuma soll auch gut sein, um freie Radikale zu binden und soll auch sehr, sehr gut fürs Gehirn sein. Und ein kleines Hausmittelchen von Indranis Mutter, wenn man mal wieder für eine Prellung hat, dann nimmt man einfach Kurkuma, mischt das mit Calciumhydroxid, macht da draus eine Salbe, schmiert das auf die Prellung und dadurch heilt das Ganze besser ab. Also Kurkuma, Superfood. Auf jeden Fall. Superfood heißt aber auch, dadurch, dass es so stark ist von der Wirkung, man benutzt es gar nicht in großen Mengen, weil Kurkuma ist auch ein bisschen austrocknen und das wollen wir ja nicht. Als nächstes haben wir hier Chilipulver, das nennt man auch Cayennepfeffer. Das ist richtig, richtig scharf. Wenn ihr damit kocht, dann solltet ihr es kurz ein bisschen anbraten, also nicht zum Schluss einfach drüber streuen, weil das schmeckt einfach nicht gut. Ja, das schmeckt einfach nicht gut und das Aroma wird erst durch das Anbraten entfaltet, also wie bei allen Gewürzen auch. Die Leute wundern sich immer, warum isst man eigentlich in heißen Ländern scharfes Essen? Es gibt wirklich ein paar Gründe, die dafür sprechen. Punkt 1 ist, durch heißes Essen, also durch scharfes Essen fängt man an zu schwitzen und durch Schwitzen kühlt man den Körper natürlich ab. Das heißt, es hat eine kühlende Funktion. Wie auch schon beim Holud oder beim Gelbpuder ist es so, dass das Ganze antiseptisch wirkt, das heißt, im Essen bildeten sich nicht so viele Bakterien. Und last but not least ist es so, auch wenn das Ganze am Anfang ein bisschen schmerzhaft ist es so, dass dadurch die Schleimhaut und auch die umliegenden Geschmacksrezeptoren extrem sensibel sind, weil sie hoch durchblutet werden und man am Ende mehr schmeckt von Essen und von den ganzen anderen Gewürzen. Also dementsprechend benutzen, aber vorsichtig. Hier haben wir Zimt. Ich habe hier 2 Sorten. Einmal den etwas milderen Ceylon-Zimt, der sieht so aus, und den Cassia-Zimt. Den verwenden wir meistens beim Kochen. Der ist günstiger, aber er ist auch viel kräftiger im Geschmack. Man verwendet Zimt sehr oft in Fleischgerichten. Das hat nämlich folgenden Grund. Gerade rotes Fleisch ist etwas schwer verdaulich. Und wenn man Zimt mit Ingwer kombiniert, wird es verdaulicher gemacht. Und das Fett vom Fleisch wird durch den Zimt so ein bisschen auseinandergebrochen. Man kann das viel besser aufnehmen und viel besser verdauen. Zimt war übrigens im Mittelalter eines der teuersten Gewürze. Die Händler haben sich sehr, sehr interessante Geschichten ausgedacht, um das zu begründen. Und zwar haben sie gesagt, dass dieser Zimt aus dem Netz des Phönix stammt. Und zwar mussten sie sich da ganz gebiefte Methoden ausdenken, wie sie an die Zimtstangen kommen. Sie sind ganz, ganz nah an die Nester der Phönixe rangeschlichen, haben da Fleisch hingelegt, das die Phönixe dann genommen haben und in ihr Nest gelegt haben. Und das so lange wiederholt haben, bis das Fleisch so schwer war, dass das Netz zusammengekracht ist und sie sich heimlich, klammheimlich die Zimtstangen schnappen konnten. Und deswegen ist der Zimt so wertvoll gewesen. Das nächste Gewürz, das wir haben, ist Kardamom. In Indien gibt es 2 verschiedene Sorten von Kardamom. Es gibt einmal schwarzen, der wird vor allem für pikantes Essen benutzt, weil er sehr, sehr intensiv ist. Und es gibt den hier, den wir hier haben, nämlich den grünen Kardamom.
Der ist ein bisschen milder vom Geschmack und der wird auch sehr, sehr gerne für Süßspeisen eingesetzt. Ihr kennt das zum Beispiel in Lassi, haben wir auch gemacht bei unserem Rezept. In Laddus, das sind so runde Bällchen aus Grieß. Ja, also so eine Süßigkeit oder eben im sehr aromatischen Pulau, was wir ja auch gekocht haben. Man benutzt es auch sehr, sehr gerne in Masala Chai und hier in Europa benutzt man es auch sehr gerne zum Beispiel in Lebkuchen zur Weihnachtszeit. Dadurch, dass man Kardamom per Hand pflückt und dann trocknen lässt, sind die kleinen aromatischen Kapseln ziemlich teuer. Kapseln deshalb, weil der Geschmack befindet sich innen drin. Und deshalb sollte man, bevor man kocht, sie so ein bisschen aufbrechen. Hier sind nämlich so schwarze, braune, ja, so kleine Kernchen drin. Und die haben eben diesen Geschmack. Aber die Schale hat dadurch auch sehr viel Geschmack abbekommen, deshalb kocht man beides mit, eben nur aufgebrochen. So, als nächstes kommt die Nelke. Die kennt man hier in Deutschland auch besonders beliebt in der Weihnachtszeit, zum Beispiel in Orangen. In Indien ist es ein Bestandteil von dem Pulver, was wir hier sehen, nämlich von Garam Masala. Und interessanter Funfact, den wir gelesen haben, in Indonesien sind Nelken auch Bestandteil von Zigaretten. Wem schmeckt? Wusstet ihr eigentlich, dass Nelkenöl sehr gut gegen Zahnschmerzen hilft? Es betäubt nämlich richtig. Also wenn ihr das nächste Mal Zahnschmerzen habt, einfach mal auf eine Nelke beißen. Dieses Pulver hier, das ist eine Mischung, die heißt Garam Masala. Garam Masala bedeutet warmes Gewürz. Und jeder mischt es ein bisschen anders, aber die Grundgewürze sind Zimt, Kardamom und Nelken. Der Zimt ist sehr erdig und sehr warm im Geschmack. Kardamom ist ein bisschen kühler im Geschmack. Und die Nelken runden das Ganze ab. Garam Masala schmeckt besonders gut in Fleischgerichten. Kommen wir jetzt zum Lorbeerblatt, auch ein sehr beliebtes Gewürz, nicht nur in der indischen Küche, sondern weltweit eigentlich. Das Lorbeerblatt, das wir hier haben, das indische, ist ein bisschen größer, ist also anders als das, was man hier kennt. Und das Lorbeerblatt hat auch eine sehr, sehr interessante Entstehungsgeschichte, mythologisch gesehen. Es war nämlich so, dass die Nymphe Daphne vor dem Lichtgott Apollon geflohen ist. Und als er ihr immer und immer näher kam, hat sie gebetet und wurde dadurch in einen Lorbeerstrauch verwandelt. Den fand der Apollon so schön, dass er geweint hat und gesagt hat, ab heute ist der Lorbeerkranz und das Lorbeerblatt das Wahrzeichen wahrer Sieger und wahrer Krieger. Und so ist die Tradition mit dem Lorbeerkranz für die Olympiade entstanden. Das war es schon mit dem ersten Teil unserer Gewürzkunde. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier noch ein bisschen was vorbereitet. Diesmal ging es eher um die Sachen, die so in Richtung Garam Masala gegangen sind. Und nächstes Mal geht es dann um Samen und Bhaj Photo.